279 Treppenstufen. Einmal die Woche. Für Michael Dirks, Kantor und Organist an der Deutschen Kirche in Stockholm, ein fast schon meditativer Gang hoch hinauf zum höchsten Arbeitsplatz über der Altstadt, dem Glockenturm von St. Gertrud. Das Glockenspiel ist ganz mechanisch und funktioniert eigentlich noch so, wie es im 17. und 18. Jahrhundert funktionierte. Die Glocken sind aufgehängt und dann gibt es Klöppel, die innerhalb der Glocke schlagen, die werden von mir bedient. Und die Kunst besteht daran, dass man mit sehr viel Gewicht und Schnelligkeit den Klöppel so kurz wie möglich an die Glocke bringt, damit die Glocke dann frei klingen kann. Eine wichtige Aufgabe von Glocken und Glockenspielen war natürlich auch Signale an die Stadt zu geben. Und wir wissen, dass im 17. Jahrhundert das Glockenspiel gespielt wurde, wenn das Postschiff aus Lübeck und vielleicht sogar aus Hamburg ankam. »450 Jahre prägt die deutsche St. Gertrudsgemeinde die Stockholmer Altstadt. Sie ist die erste deutsche Gemeinde im Ausland weltweit und gründet sich auf die Privilegien, die der schwedische König Johann III. Ihr 1571 gewährte und die auch von seinen Nachfolgern bis heute immer wieder erneuert wurden. Stockholm war zu dieser Zeit ein wichtiger Partner der deutschen Hanse und es zog viele Kaufleute und Handwerker aus Deutschland in die schwedische Hauptstadt, um hier Handel zu treiben und den schwedischen Export zu organisieren. Vom wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Kaufleute erzählt auch heute noch die barocke Gestaltung der Kirche, die von wohlhabenden Gemeindemitgliedern finanziert wurde. So stifteten den Altar, den der Künstler Michael Hebels aus Neumünster in Holstein im 17. Jahrhundert gestaltete, der Kaufmann Hans Bremer und seine Frau Anna Heuers, die sich an den Seiten des Altars verewigten. Einen gestalterischen Kontrapunkt setzen die Kirchenfenster der Münchner Firma Zettler aus dem 19. Jahrhundert, die von bayerischen Motiven inspiriert sind und vom Kreislauf des Lebens erzählen. Viele Menschen fragen zum Beispiel, seid ihr nun evangelisch oder katholisch? Die Kirche ist reich ausgestattet und man hat das Gefühl, wo ist das Weihwasserbecken? Dann ist alles sehr katholisch. Und die Evangelischen sind manchmal recht verwirrt, wenn sie aus einer reformierten Frömmigkeit zum Beispiel herauskommen, wie reichhaltig unsere Kirche ausgestattet ist. Aber wir haben eben Menschen aus allen Teilen Deutschlands, die gekommen sind und ihre Erfahrungen, aber auch ihre Schätze mitgebracht haben. Und insofern ist unsere Gemeinde eigentlich eine Mischung aus verschiedenen Traditionen und eine Mischung aus verschiedenen biografischen Merkmalen. Und wir versuchen, keine Grenzen zu setzen, sondern allen die Botschaft zu geben, wir freuen uns, dass ihr da seid. In den wirtschaftlich erfolgreichsten Jahren des Hansebundes war die Stockholmer Altstadt fest in deutscher Hand. Fast die Hälfte der Gebäude gehörten deutschen Kaufleuten und ihren Familien. Die Männer, Frauen waren nicht zugelassen, trafen sich damals zu wichtigen geschäftlichen Besprechungen im Gildehaus von St. Gertrud. Heute verabreden sich hier Frauen und Männer der Gemeinde mit ihren Kindern zur Krabbelgruppe. Und oh la la la, oh la la la, oh la la la, oh la la la, eine zweite Schlange kommt zufällig vorbei. Sie sieht die andere Schlange und sagt einfach, ganz genau. Unsere Tochter Iben wurde jetzt vor knapp einem Jahr geboren und gerade wenn ich jetzt in Elternzeit bin ich mir überlegen, okay, was kann ich mal Schönes machen? Wo können wir hin, wie können wir die Tage gestalten, was ihr gut tut, was ihr in der Entwicklung gut tut, wo ich ihr noch vielleicht ein bisschen deutschen kulturellen Hintergrund mitgeben kann. Und da spielt natürlich die deutsche Gemeinde wunderbar mit rein. Das ist halt ein schöner Ankerpunkt, wenn wir freitags zur Krabbelgruppe gehen,
Wenn Max als Gastgeber da ist, fühlt man sich wohl. Er ist sehr willkommend, heißend und dann trifft man Gleichgesinnte, andere Väter, andere Mütter. Man fühlt sich sprachlich verbunden, man kann sich nett austauschen, man hört die Zwischentöne, man lässt sich fallen. Elternzeit für mich hier in Schweden ist das Natürlichste der Welt, dass sowohl Mütter als auch Väter Elternzeit nehmen, alleine Zeit mit dem Kind verbringen, es begleiten beim Großwerden und es ist eine schöne Zeit. Man passt sich an, das ist ein Teil der gesellschaftlichen Struktur hier und ich will es noch nicht missen. Wie schon zur Hansezeit suchen auch heute noch viele Deutsche ihr berufliches Glück in Schweden oder ziehen der Liebe wegen hoch in den Norden Europas. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen vor allem deutsche Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs, die in Schweden eine neue Heimat suchten, so wie die 89-jährige Waltraud Masur aus dem Siebengebirge in Schlesien. Das ist unser Abschluss. Als ich damals hier in Schweden dann die Ausbildung machte, wir gingen in Familien zu Müttern, wo die Kinder geboren waren. Das war mal auf einer Arbeitsstelle. Und da hatte doch der Stefan hier, der hatte Geburtstag. Seine Mutter, die war leider taubstumm. Und ich habe ihm damals geholfen, er bekam eine kleine Schwester. Erholung und auch ein Stück Heimat fand Waltraud Masur nach ihrer Ankunft in Stockholm in der deutschen Gemeinde, wo sie sich seit fast 70 Jahren engagiert. Das ist mal ein Ausflug vom Nähverein. Da fahren wir mit dem Boot irgendwo hin. Und dies ist Hannchen Dettke. Hannchen hat damals den Mädchenkreis geleitet, die wir so 70, 80 Mädchen waren, wenn wir uns trafen. Auch heute noch trifft sich Waltraud Masur im Nähverein, deren Vorsitzende sie ist, mit anderen Frauen, die teils wie sie nach 1945 nach Schweden kamen, zum gemeinsamen Handarbeiten. Was ist das denn hier? Auch schon Läufer, nehme ich an. Nee, auch noch ein Elke hat sie gekauft. Guck mal, wie schön. Das ist ja auch schön. Margarete, ich weiß gar nicht, wann sie das alles macht. Ja, ich habe ja so viel Zeit. Aber man muss ja was tun, gell? haben, das habe ich. Ja. Margarete, wo kriegst du all die Stoffe her? Ich sammle das ganze Jahr überall, wo ich hingehe, wo ich hinfahre. Höhepunkt ist für den Näheverein der Adventsbasar. Hier präsentieren die Frauen ihre Arbeiten eines Jahres und spenden die Einnahmen einem guten Zweck. Das ist für meine Sambo. Die hat 40. Ja, 40? Ja? Ja, aber dann sind die richtig. Ja? Ja. So schön wärmen hier. Ja, und die sind auch schön lang hier. Während sich die Erwachsenen noch für den kalten schwedischen Winter eindecken, freuen sich die Kinder auf einen ganz besonderen Gast, der jedes Jahr St. Gertrud besucht. Von der Empore der Kirche wird der Gottesdienst live im Internet übertragen, denn die Gemeinde hat mittlerweile viele Freunde und Mitglieder in der ganzen Welt. Vieles ist jetzt so verwandelt und wir haben junge Familien, die kommen und aus anderen Gremien und aus anderen Vereinen, aus anderen Bezügen, von der Botschaft, von der Schule, vom Goethe-Institut, von der Handelskammer. Das sind dann auch Familien oder Menschen, die eine Weile kommen und auch ein bisschen eine Heimat suchen für diese Zeit, die sie da sind und vielleicht auch dieses Gefühl von Wärme und Zuhause sein. Mit vielen Angeboten versucht sich die deutsche Gemeinde auf diese neue mobile und globale Gesellschaft einzustellen. Besonders beliebt bei Familien ist der St. Martins-Umzug, der in Schweden keine Tradition hat und jedes Jahr hunderte Besucher anzieht.
Wie einst zur Hansezeit prägen dann für einen Abend wieder deutsche Stimmen die Altstadt. Trotz ihrer großen Popularität sinkt die Mitgliederzahl der Gemeinde kontinuierlich ab, zuletzt auf ca. 1700. Seitdem die deutschstämmigen Bürger Stockholms nicht mehr automatisch auch Mitglieder der deutschen Kirche sind und der schwedische Staat die Kirchensteuer abgeschafft hat, muss die Gemeinde selbst um Mitglieder und damit Beitragszahler werben, will sie ihr umfangreiches Angebot aufrechterhalten. Gerade ist für viel Geld das denkmalgeschützte Gemeindehaus renoviert worden und steht nun wieder zur Verfügung. Wir sind, glaube ich, nicht mehr in der Lage, einfach nur das alte Programm fortzufahren und zu erwarten, dass Menschen sich beteiligen, sondern wir müssen am Markt der offenen Angebote mitkommunizieren und uns auch platzieren. Am leichtesten ist es, die Menschen anzubinden über die Kinder- und Jugendarbeit, weil Familien hier sind, die möchten, dass ihre Kinder auch Deutsch lernen. Das machen wir zum Beispiel in der Sprachschule, die wir hier haben. Und wir haben eine gute Verbindung und Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule in Stockholm, sodass wir gemeinsame Interessen auch haben und Werte vertreten. Da blir bra. Hörni, alla konfirmander. Ni som sitter nu. Okej, vi tittar här. Sträck på dig Jörg. Ja! Wenn man Konfirmanden hat, hat man auch die Eltern, manchmal auch schon die Großeltern dabei und es vernetzt sich vieles. Und die Menschen sind oft neugierig und vorurteilsfrei und manchmal auch dankbar, dass wir Freizeiten anbieten für Kinder und für Jugendliche. Und ich wünsche mir auch, dass wir nicht, was Bonhoeffer mal als billige Gnade beschrieben hat, zu sagen, wir machen alles nur auf Low Budget, Hauptsache die Menschen kommen zu uns und wir stellen keine geistigen, moralischen, ethischen Anforderungen mehr. Das wäre für mich ein falscher Weg. Wir haben eine Botschaft, die uns auch auszeichnet, die wir gut können und die unsere Aufgabe ist, in dieser Welt auch laut und deutlich zu sagen und einzubringen. Menschen sollen bei uns eine Heimat finden. Wir wollen ihnen diese Freiheit geben, ihren eigenen Glauben zu definieren, zu reflektieren und damit vielleicht ein neueres, überzeugenderes Modell für auch das private und auch für unser gemeinsames öffentliches Leben zu finden. Ich fand's auch voll besser. Da haben wir ja völlig falsche Bilder gemacht. Da müssen wir alle nochmal Nein. Eigentlich sieht es schöner aus mit... Ich fand's auch voll besser. Die deutsche Kirche ist für mich wie einfach eine zweite sehr große Familie, weil man kennt sehr viele Leute und ist relativ nahe mit denen. Aber es ist auch wie ein Zufluchtsort, einfach mal von dem Alltag wegzukommen und einfach mal auch in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe mich in der deutschen Gemeinde konfirmieren lassen und dafür gibt es mehrere Gründe für. Erstens, dass ich mich in der Gemeinde sehr wohl gefühlt habe, aber auch ich bin Gläubige, ich glaube an Gott und für mich war die Konfirmation einfach eine schöne Bestätigung dafür, dass ich das wirklich tue. Mein Glaube macht mich, glaube ich, auch stärker und verbindet mich mit sehr vielen Menschen auf dieser Welt und gibt mir einfach sehr viel Liebe, sehr viel Wärme, sehr viel Motivation und gibt mir einfach im Alltag sehr viel mit. Im Seemannsheim, einem Kellergewölbe im gerade neu eröffneten Gemeindehaus, wurden bis in die 60er Jahre noch deutsche Matrosen seelsorgerisch betreut. Heute treffen sich hier Schülerinnen und Schüler, die kürzlich in der Gemeinde eine Jugendleiterausbildung absolviert haben, so wie auch Laura Springhorn. Gemeinsam bereiten sie sich auf die Kindersommerfreizeit der Deutschen Kirche vor und absolvieren einen Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich in der Deutschen Kirche engagiert bin, dann sind die immer erstmal ein bisschen erstaunt. Aber ich würde sagen, dass die Rückmeldung immer sehr positiv ist und dass
die das eigentlich total cool finden, aber auch neugierig sind und manchmal fragen, ob sie mal mitkommen dürfen. Alle Generationen und Zeitalter umspannend ist die Musik in der St. Gertruds Gemeinde zu Hause. Dieses Stück von Nils Lindberg ist ein Crossover zwischen sehr traditioneller Volksmusik aus Schweden, zwischen klassischem Jazz und auch englischen Carols. Die Musik an St. Gertrud, die hat eine unglaubliche Bandbreite und irgendwie macht mir das auch Spaß. Bei dem Early Music Festival, da geht es wirklich mit mittelalterlicher oder manchmal sogar vorchristlicher Musik los, was wir gehabt haben. Und dann geht es über Jazz, es geht über romantische Kammermusik, viel Orgelmusik, viel Bach natürlich, aber dann romantische Werke bis zu experimenteller neuer Musik. Und wir haben manchmal auch Konzerte mit elektroakustischer Musik, die mich genauso inspirieren wie alle andere Musik auch. Wir haben 2 Chöre und einen Posaunenchor an der Gemeinde und die Leute singen gerne und die Menschen kommunizieren und werden zusammengebracht, indem sie in Richtung eines Zieles arbeiten und das Gleiche quasi vor Augen haben, weil dieser Fokus auf ein Ergebnis oder auf ein Konzert, auf ein Projekt macht, dass die Menschen einander näher kommen. Einmal im Jahr begibt sich die Gemeinde von St. Gertrud auf eine Fahrt hinaus in den Stockholmer Scherengarten. Ihr Ziel? Die Insel Nämndö, wo die Deutsche Kirche seit 1883 ein Ferienhaus besitzt. Der Gemeindeausflug macht es für mich besonders, dass ich meine alten Gudinger wieder treffe. Also die alten Leute, die ich also kennengelernt habe. Inzwischen sind ja sehr viele schon verstorben. Aber ich habe noch so viele Bekannte und sehe, wie deren Leben weitergegangen ist und dass ich die alle wieder so konzentriert treffen kann. Das besonders Schöne an dem heutigen Ausflug ist, dass ich mit meiner Tochter hier sein kann und mit 2 von meinen Enkelkindern, die aus England zu Besuch sind. Wir erleben etwas zusammen auch und es ist natürlich besonders schön für mich, dass sie auch mit sein wollen und das mit sein können. Die deutsche Gemeinde ist ein Stück Heimat, weil man sein Kulturgut und seine Wurzeln pflegen muss. Und wenn die brach liegen, dann stirbt ein Stückchen in einem. Na, die kommen doch hier. Super schön. Und die andere Seite. Ich bin vor 33 Jahren nach Stockholm gezogen, aus Liebe, habe einen Schweden getroffen. Und wenn ich Heimweh hatte nach Deutschland, bin ich in die Deutsche Kirche gegangen.
auch in der Zeit, wo es einmal nicht gut ging, bin ich gerne in die Kirche gekommen, um Trost zu finden. Und dann ist das Deutsche doch, was nah am Herzen liegt. Ich bin gerade 91 Jahre alt geworden und bin 1959 nach Stockholm gekommen. Ja, ich fühle mich als Europäer. Ich bin Schwede, aber ich bin auch Deutscher noch. Ich meine, das kann man ja nie ablegen, was man mal vom Ursprung her ist. Was braucht denn ein Baum, damit er wachsen kann? Wasser, ja. Nahrung, genau. Sonnenschein. Wenn wir an Gemeinde denken, was braucht eine Gemeinde, damit sie wachsen und Frucht bringen kann? Über die Jahrhunderte verbindet uns bis heute diese Möglichkeit, etwas Neues auf fremdem Boden und doch heimischem Boden zu schaffen. Denn Kirche bedeutet eigentlich ein offener Himmel über uns und ein Horizont, der sich vor uns auftut, indem wir das, was wir gesät haben oder säen wollen, an Glaube und an Liebe und an Kraft, dass sich das auch entwickelt und fortsetzen kann. Und das wird nicht das sein, was wir jetzt sehen, sondern das wird etwas Neues werden. Und beides zu verbinden in diesem christlichen Kontext, das wünsche ich der Deutschen Gemeinde Stockholm auch für die nächsten überschaubaren 50 Jahre.